We both had a fair amount of experience in real estate, and Charlie made his early money in real estate. By its nature, real estate tends to be a very lousy investment. Warren Buffett ist bekannt als einer der größten Investoren unserer Zeit. Seit über 70 Jahren zieht er sein Ding durch und drückt dabei wenig von seiner Philosophie des Value Investing ab. Überraschend ist, dass Buffett in diesen 70 Jahren des Investierens den Sektor Immobilien nahezu komplett ignorierte. Im heutigen Video schauen wir uns dazu Ausschnitte aus seiner jährlichen Aktionärsversammlung an. Darin erklärt Buffett, warum er Immobilien fernbleibt. Zusammengefasst erhältst du 5 Gründe, die laut Warren Buffett gegen ein Immobilieninvestment sprechen. Also viel Spaß beim Video. I'm Bob Klein from Los Angeles. I wonder if you could give us a glimpse into your investment process, the way you approach looking at a particular industry. And I wonder if you could use real estate as an example. I know real estate hasn't been a huge part of Berkshire's portfolio over the years, and I wonder if that's because you view real estate as a commodity business, or if maybe the cash flows from real estate tend to be more predictable than perhaps from some other industries, and thus it tends to be less likely to be mispriced and therefore less likely to find terrific bargains in real estate. So if we were watching a discussion between you and Charlie hashing out the merits of real estate, how it would go? Well, it would go like all our other conversations. He would say no for about 15 minutes, and I would gauge by the degree to which the motion he put into his nose, whether he really liked the deal or not. But we both had a fair amount of experience in real estate, and Charlie made his early money in real estate. The second point is the more important point. Real estate is not a commodity. I think it tends to be more accurately priced, particularly developed real estate, more accurately priced most of the time. Grund Nummer 1, Immobilien sind fairer bewertet als Aktien. Intuitiv würde man jetzt wahrscheinlich das Gegenteil erwarten, denn Aktien werden jeden Tag von Millionen Menschen bewertet, während es beispielsweise für Immobilien auf dem Dorf oft nur eine Handvoll Interessenten gibt. Aktien werden jeden Tag an der Börse von einer großen Menge an Menschen bewertet und genau das führt dazu, dass es häufiger zu Fehlbewertungen kommt. Viele Aktionäre und Trader halten ihre Aktien nur kurzfristig. Hier kommt es häufig zu Panikverkäufen, wenn die Aktien über längere Zeit nach unten gehen. Auch die Liquidität trägt dazu bei, dass sich die Preise schneller ändern. Ich kann schließlich an 5 Tagen der Woche meine Aktien verkaufen. Trader wiederum profitieren unter Umständen von einem Abwärtstrend, also einem negativen Momentum und gehen short. Sie setzen also auf fallende Kurse, was den Kurs wiederum weiter nach unten drückt. Hierbei kann eine Art Teufelskreis entstehen, der zu irrationalen Preisbewegungen bei Aktien führt, und das sehen wir bei Immobilien in der Regel nicht. Das beste Beispiel sind aktuell China-Aktien. Die sind im Vergleich zu europäischen oder US-Aktien aktuell günstig zu haben, und der Grund dafür ist die Angst vor neuen Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Auf der anderen Seite orientieren sich Immobilienkäufer eher auf langfristige Cashflows und eine Panik ist eher unwahrscheinlich, weil nicht jeden Tag tausende Menschen an deiner Tür klopfen und dir einen neuen Preis für deine Immobilie anbieten. Heute 500.000 Euro, morgen 400.000, übermorgen 520.000. Sowas gibt's im Immobilienmarkt nicht. Bei Aktien ist das allerdings möglich. It's hard to find real estate that's really mispriced. I mean, when I look at the transactions that REITs engage in currently, and you get a lot of information on that sort of thing, you know, they're very similar, but it's a competitive world, and you know, they all know about what a Class A office building in Chicago or wherever it may be is going to produce. So at least they may all be wrong, as it turns out, because of some unusual events, but it's hard to argue with the current conventional wisdom most of the time in the real estate world. But occasionally there have been some, you know, there could be big opportunities in the field, but if they exist, it will certainly be because there'll be a lot of chaos in real estate financing for one reason or another. We've done some real estate financing, and Charlie? Yeah, we don't have any competitive advantage over experienced real estate investors in the field.
Grund Nummer 2, Buffett hat keinen Wettbewerbsvorteil. Hier spricht er davon, dass es im Immobiliengeschäft einen harten Konkurrenzkampf gibt. Und diese Konkurrenz macht auch ihre Hausaufgaben. Wer also wirklich unterbewertete Immobilien finden möchte, der muss seinen Fokus ausschließlich auf diesen Sektor richten. Wer nebenbei andere Aktivitäten am Laufen hat, für den wird es schwer, die besten Deals zu bekommen. Das Interessante ist, dass gerade Charlie Munger, die rechte Hand von Warren Buffett, sein erstes großes Geld mit Immobilien verdient hat und trotzdem sieht er die Chancen im Sektor Immobilien für sein Unternehmen Berkshire Hathaway sehr begrenzt. Und hier stellt sich die Frage, wenn Warren Buffett und Charlie Munger nicht in diesem Sektor investieren, sollte ich es dann tun? Für mich persönlich ist die Antwort Jein. Wenn ich mich ausschließlich auf diese Arbeit fokussiere und mich täglich zu 100% mit Immobilien beschäftige, dann kann das natürlich klappen. Wenn ich aber nebenbei 1000 andere Projekte habe, dann wird es schwierig bis unmöglich, die besten Deals zu bekommen. Was man hier aus den Antworten von Buffett und Munger heraushören kann, beide sind sehr realistisch, was ihre Fähigkeiten und Kompetenzen angeht. Bevor die beiden sich also nicht zu 100% wohl mit einem Investment fühlen, lassen sie es bleiben. And if you operate as a corporation such as ours, which is taxable under Chapter C of the Internal Revenue Code, you've got a whole layer of corporate taxes between the real estate income and the use of the income by the people who own the real estate. So, by its nature, real estate tends to be a very lousy investment for people who are taxed under subchapter C of the code relating to corporations. So, the combination of having it generally a lousy activity for people with our tax structure and having no special competence in the field means that we spend almost no time thinking about anything in real estate. Grund Nummer 3, steuerliche Nachteile. Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Buffett und Munger, ist als Kapitalgesellschaft strukturiert und unterliegt einer Art Körperschaftssteuer. Die beiden erklären, dass genau diese Unternehmensstruktur sie beim Investieren in Immobilien benachteiligt. Gerade REITs, also Real Estate Investment Trusts, haben hier einen steuerlichen Vorteil. Wenn REITs mit einer Immobilie eine Rendite von 6% erzielen, dann bleiben dem REIT auch 6% übrig. Berkshire muss auf die 6% nochmal eine Art Körperschaftssteuer bezahlen und hat dadurch eine deutlich geringere Rendite. Was man aktuell im Portfolio von Berkshire Hathaway sieht, ist, dass sie sich mittlerweile in einen REIT eingekauft haben. Dabei handelt es sich mit Store Capital um einen der größten und am schnellsten wachsenden REITs der Welt. Store Capital besitzt ein breit gestreutes Portfolio, das sich aktuell auf ca. 2500 Immobilienstandorte in den USA verteilt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Investition und der Verwaltung von betrieblichen Einzelmieterimmobilien. Ein Beispiel hierfür sind Möbelgeschäfte, Restaurants oder auch Bildungseinrichtungen. Hier muss natürlich gesagt werden, dass dieser REIT eine klare Ausnahme bei Berkshire Hathaway darstellt und nur 0,3% des gesamten Portfolios ausmacht. Zum Vergleich, Berkshires Apple-Position macht einen Anteil von 40% des Portfolios aus. Kommen wir zu Grund Nummer 4, das Management. In einem Interview während der großen Finanzkrise 2008 verriet Buffett, dass er gerne Einfamilienhäuser im großen Stil kaufen würde. Sein Problem aber damals und heute, es gibt keinen effizienten Weg, diese zu verwalten. Viele Investoren denken, eine Immobilie sei ein passives Investment, in der Realität kann das Ganze aber auch anders aussehen. Beispielsweise, wenn der Mieter abends um 10 Uhr anruft und von einem Wasserrohrbruch erzählt. Klar könnte Buffett sich einen Immobilienverwalter besorgen, nur dann werden seine Gewinne deutlich geschmälert. Und nicht nur das, noch viel entscheidender, es gibt ja einen Interessenskonflikt. Denn dem Immobilienverwalter geht es nicht in erster Linie darum, dass Buffett mehr Rendite macht. Ein Immobilienverwalter möchte nämlich selbst seine Gewinne maximieren. Und hier treffen zwei gegensätzliche Interessen aufeinander. Aus diesem Grund ist es deutlich erfolgsversprechender, in Unternehmen zu investieren, deren Geschäftsführung selbst am Unternehmen beteiligt ist. Denn diese Geschäftsführung hat ein klares Interesse daran, langfristig den Wert des Unternehmens zu steigern, was bedeutet, dass deren eigenes Vermögen langfristig größer wird. As Charlie says, it's unlikely that the disadvantage of our structure combined with the competitive nature of people with better structures buying those kinds of assets will ever lead to anything really interesting. Although I would say that we missed the boat to some extent during the RTC days. I mean, it was a sufficiently inefficient market at that time, and there was a lack of financing
we could have made a lot of money if we had been geared up for it at that time. We actually had a few transactions that were pretty interesting, but nothing that was significant in relation to our total capital. Punkt Nummer 5 ist die Skalierbarkeit. Mittlerweile hat Berkshire Hathaway einen Cashback von 145 Milliarden Dollar angehäuft. Das heißt, selbst wenn hier ein toller Immobiliendeal dabei wäre, würde das kaum Auswirkungen auf den Gesamtwert von Berkshire Hathaway haben. Ein Immobilienschnäppchen von sagen wir mal 10 Millionen Dollar hätte also kaum Auswirkungen auf Berkshire Hathaway. Denn um den Cashback aufzubrauchen, bräuchte Berkshire 14.500 solcher Immobiliendeals. Berkshire müsste also viele Leute unter Vertrag nehmen, die genau diese Geschäfte für sie betreiben. Oder was wir vorhin angesprochen haben, sie investieren einfach ein paar Milliarden in einen REIT, der dann für sie diese Arbeit erledigt. Die meisten dieser Punkte treffen für den deutschen Privatanleger nicht zu. Dennoch ist das Immobiliengeschäft mit steigenden Immobilienpreisen in Deutschland über die letzten 10 Jahre deutlich schwieriger geworden. Und eine Garantie, dass auch die nächsten 10 Jahre Immobilienpreise durch die Decke gehen, die gibt es leider nicht. Was hältst du vom Immobilieninvestment? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zerstör den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du das Depot, das ich für meine langfristigen Investitionen in Aktien nutze, und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ciao.